Moin, wir haben den 22.05.2021. Mein Name ist Martin, wir sprechen über tolle YouTube-Dinge. Lasst uns direkt reinstarten mit den Known Issues. Fangen wir direkt oben an. Die Member-Only-Videos haben aktuell einen Bug gehabt. Ne? Ich sage gehabt, denn der wurde behoben. Da wurde nämlich keine Werbung drauf ausgespielt. Viele Leute haben das einfach als selbstverständlich hingenommen, ne? Weil es sind ja Member-Only-Videos, dafür hat man ja schon mit der Membership bezahlt. Entsprechend war das für viele einfach ganz normal. Allerdings war das nicht so, wie das eigentlich geplant ist. Ihr könnt jetzt nach wie vor auf diese Videos auch Werbung schalten, wenn ihr das möchtet. Solltet ihr das nicht möchten, ist das auch kein Thema, könnt ihr einfach ausstellen. Natürlich auch über den Videomanager alle Member-Videos anzeigen lassen oder Member-Only-Videos anzeigen lassen und per Bulk-Update die Monetarisierung ausschalten, falls ihr das nicht wünscht. Ne? Ist eigentlich eine ganz coole Sache, meiner Meinung nach. Muss natürlich jeder Creator für sich selber entscheiden, ob man da Werbung drauf schalten möchte oder nicht. Ich würde sie einfach auslassen, weil es ist ein nettes Perk für Member, ist ein nettes Entgegenkommen und man nervt die Leute nicht mit Werbung. Gut. Machen wir weiter mit Business-Creatern unter euch. Das sind eher die Leute, die ein eigenes Geschäft haben, die vielleicht auch selber Werbetreibende sind. Und da gibt es im Moment eine Diskrepanz zwischen den Google Ads Analytics und den YouTube Analytics. Letztere zeigen nämlich ungefähr 20% zu wenig Views an. Ja, das heißt, alles, was über Google Ads geschaltet wird, ist auch korrekt angezeigt in Google Ads. Das heißt, es gibt keine Abrechnungsprobleme. YouTube Analytics hängt nur ein bisschen hinterher und daran wird gearbeitet, dass das gefixt wird. Gut, und dann gibt es noch einen weiteren Fehler, der mittlerweile confirmed ist. Und zwar, wenn man Brand-Accounts nutzt, soll heißen, ihr habt nicht den persönlichen Account, sondern ihr habt einen Brand-Account und ihr macht jetzt irgendwas im Studio und aktualisiert dann die YouTube-Startseite, werdet ihr umgeloggt von eurem Brand-Account auf euren persönlichen Account. Das ist ziemlich nervig und passiert vor allem dann, wenn man mit mehreren Konten auch eingeloggt ist. Und es wird daran gearbeitet, dass das gefixt wird. Es hat unter anderem auch dazu geführt, dass Leuten angezeigt wurde, sie sind nicht der Kanalinhaber auf dem Brand-Account, sondern halt, weil sie durch den persönlichen Account eingeloggt waren. Es wurde aber falsch oben angezeigt. Ganz komische Geschichte, ne? Das, wie gesagt, falls das passiert, einfach mal die YouTube-Startseite aktualisieren, gucken, ob ihr noch richtig eingeloggt seid, einfach reloggen, fixt das Problem. Tritt auch nicht allzu häufig auf, aber in letzter Zeit doch häufiger, als man es normalerweise erwarten würde. Gut, machen wir weiter mit den Launches. Und da, jetzt muss ich ein bisschen ablesen, weil das ist nämlich echt viel. Es sind bald Wahlen. Mit bald meine ich im Herbst. Das heißt, es gibt einen kurzen Infopost für in Deutschland ansässige Creator von YouTube, die an die Rahmenbedingungen des Medienstaatsvertrages erinnern. Da steht nämlich mehr oder minder drin: In Deutschland gibt es ein Verbot von politischer Werbung, beziehungsweise Wahlwerbung darf nur in einem bestimmten Zeitraum gemacht werden und so weiter und so fort. Und das gilt sowohl für die Werbung, die auf euren Videos geschaltet wird. Die könnt ihr zum Beispiel über AdSense dann sagen, okay, politische Werbung möchte ich überhaupt nicht, dass die geschaltet wird auf meinen Videos. Und dies gilt aber auch für eure Programmgestaltung. Soll heißen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Kanal seid, der über Parteien und so weiter spricht, muss das natürlich nach allen Regeln neutral bleiben, damit es nicht als Wahlwerbung ausgelegt werden kann. Im Zweifel, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder so, fragt einen Anwalt nach oder fragt bei der Landesmedienanstalt, die müssen euch auch weiterhelfen. Ne? Wichtig dabei. Ich habe euch das FAQ, das YouTube zusammengestellt hat, auch nochmal unten verlinkt. Das heißt, da könnt ihr euch auch nochmal reinlesen, aber im Zweifel immer einen Anwalt fragen. Gut, machen wir weiter. Die geschätzten Einnahmen, die normalerweise im YouTube-Umsatzbericht standen, die waren eigentlich immer auf einen Monat ausgelegt. Und ja, jetzt ist man hergegangen und sagt, ja, unsere Technik, die wird ja auch immer besser und wir aktualisieren den Kram jetzt schon wöchentlich. Soll heißen, wenn ich am 1. Des Monats irgendeine Anzeige ausgespielt habe, wird die am 7. des Monats als fester Umsatz verankert. Das ist jetzt bei kleineren Kanälen, die gerade erst im YouTube-Partnerschaftsprogramm angekommen sind, nicht ganz so krass, diese Schwankungen. Je größer der Kanal wird, desto größer wird natürlich auch die Fehlermarge, die bei diesen Daten gemacht wird. Ne? Und entsprechend ist es schon ganz nett, wenn man als großer Creator dann auch ein bisschen mehr finanzielle Planbarkeit hat. Und deswegen coole Sache, dass man jetzt hier sagt, okay, die festen Daten sind jetzt nach einer Woche verfügbar und nicht erst nach 4 Wochen. Von daher finde ich eine gute Sache. Dann haben wir zwei Upload-Features, an denen aktuell gearbeitet wird. Da kann ich euch aber noch nicht allzu viel zu zeigen. Und zwar werden einmal die Standardeinstellungen für Uploads aktuell überarbeitet.
Das heißt, es sollen wohl mehrere Templates kommen, also mehrere Vorlagen, aus denen man dann auswählen kann. Soll heißen, wenn ihr mehrere Formate habt, wie zum Beispiel jetzt meinetwegen den YouTube Patch Rundown und mögliche andere Formate, die dann noch so kommen, kann man halt von vornherein schon sagen, okay, das und das und das muss auf jeden Fall in die Beschreibung mit rein. Und dieses Feature war vorher in Third-Party-Apps vorhanden, wie zum Beispiel TubeBuddy oder vidIQ. Und das finde ich eine ganz interessante Geschichte, dass man jetzt hierher geht und sagt, okay, uns gefallen diese Features so gut, wir bauen die einfach nativ in unser Programm, in das Backend ein von YouTube. Und ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und Upload-Defaults werden für Mobile kommen. Das heißt, wenn ihr ein Mobile Creator seid, vielleicht unterwegs seid, sogar über Premiere Rush oder ähnliche Programme dann unterwegs auch eure Videos schneidet, könnt ihr direkt im Upload-Flow über YouTube Mobile beziehungsweise über die YouTube Standard-App die Upload-Defaults abrufen und auch einsetzen letztendlich. Ist eine ganz coole Geschichte meiner Meinung nach. Und noch ein weiteres Ding zu Uploads. Uploads aus Google Drive zu YouTube kommen wieder. Das ist auch eine ganz coole Sache meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man halt, ich sag's mal, in größeren Teams arbeitet und zur Revision immer, ich sag's mal, die Vorabversionen hin und her schickt, kann man dann irgendwann sagen, okay, das ist die finale Vorabversion, die wir so nehmen und lädt dann die einfach direkt aus dem Drive hoch, ohne dass man da extra nochmal zu YouTube hochladen muss. Gerade, ich sage mal, im ländlichen Raum ist es doch nochmal sinnvoll. Ich meine, wenn man hier in der Großstadt ist, dann ja, ist ja so ein Upload schnell erledigt. Aber wir wissen auch alle, dass wir in Deutschland leben und entsprechend das Internet in den meisten Fällen nicht so gut ausfällt. Machen wir weiter mit dem YouTube TOS Update, was am 1.6.2021 rauskommen wird. Da gibt es insgesamt 3 Updates. Das ist aber so viel, dass ich da lieber ein extra Video zugemacht habe. Das ist natürlich auch unten verlinkt und ich glaube, ich werde es auch in der Endcard verlinken. Ich sag mal so, es hat einige interessante Implikationen und wenn ihr da Fragen zu habt, gerne auch unter das Video stellen. Es steht nämlich noch ein Meeting mit YouTube an, wo ich all eure Fragen mitnehmen kann und vielleicht auch einige Anregungen mitbringen kann. Wie weit wir da Einfluss nehmen können, ist natürlich so eine andere Geschichte. Gut. Zum Schluss. Ja, ich habe auf dem Schirm, es gibt eine Abstimmung oder gab eine Abstimmung zu Artikel 17 bzw. 13, soll ab August umgesetzt werden, das neue Urheberrechtsgesetz. Und entsprechend möchte ich da auch ein ordentliches Video zu rausbringen. Das heißt, wir recherchieren da gerade ein bisschen nach. Ich habe gestern gelesen, ManuMazing hatte da in der Richtung schon was gepostet, dass er sich ein Video dazu wünscht. Kommt natürlich, braucht aber ein bisschen Zeit, damit wir das auch alles richtig haben, denn ich möchte natürlich hier auch keinen Blödsinn erzählen. Gut, alright, das war eine ganze Menge und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Kleiner Hinweis von unserer Stelle, oder von unserer Seite eher gesagt. Ne, unsere Website ist fertig. Ist eine ganz nette Geschichte. Ja, guckt auf jeden Fall mal rein. Ist natürlich auch unten verlinkt. Oder ihr geht einfach auf kw.media und seid eures Lebens glücklich und könnt da mal ein bisschen rumstöbern, wenn ihr da Bock drauf habt. In dem Sinne wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes Wochenende und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Haut rein!